Yo Freunde, was geht ab? Wir sind hier wieder in den Soundstar Studios und drehen heute Kandi reagiert, Folge 2. Mein Gast ist Prival. Der ist hier. Salut, Servus und Namaste. Wir haben ein paar Videos, mir wurden ein paar Videos geschickt und wir haben ein Video von einem Artist Talk Gast. Die Folge kommt demnächst raus. Wir haben gerade schon einen Stream gedreht, haben aber dann irgendwie verkackt, Play zu drücken. Deswegen machen wir jetzt noch ein Du meinst Record? Video, genau. Ja, Record. Und ja, wir fangen jetzt mal an. Nochmal ein Wort zu Prival. Danke, vielen Dank, vielen Dank. Spaß. Das ist jetzt lustig. Ja, lustig. Hört es auch irgendwann auf, mich auszulachen? Okay, auf geht's. Ja, wir checken erstmal Undercover featuring Rico und Fatal. Ist ein Video, was wir auch angesprochen haben in unserem Artist Talk Video, Interview. Und wir checken jetzt mal, schauen uns mal rein. Kennst du das Video? Nein, also bis jetzt sagt mir das noch nichts. Ich hoffe, AgroTV sperrt uns nicht. Wieso? Weiß ich nicht, Bildrechte oder was weiß ich, die wollen auch nicht mal faxen. Na, AgroTV, die können jetzt dann jeder in unserem Alter, der ein bisschen was mit Hip-Hop zu tun hat, hat AgroTV im Kopf, Digga. Jeder kennt das Logo. Ja. Das geht von meinem Perler. Hoch bis Charlottenburg. Schwanz raus, Mund auf, deine Freundin frisst mein Ding. Gangbang, Undercover 089 Featuring FATAL und RICO. Jungfrauen blasen und ficken den Po. Shit so, keiner ist so, wie er vorgibt. Jeder ist ein harter Mann, wenn er vor meinem Krug sieht. Profit, OG, Original Gauner. Rico, der Typ, der gerade rappt, ist aus Berlin, ist in Gang mit Contra K und so. Mhm. Die sind da aus der Ecke, aus der irgendwie Contra K mäßig. Ich mit euch Die sind auch mit denen auf Tour gewesen und so, glaube ich. Oder sind immer noch doch. Vor-Act und so. cool bin. Hat auf jeden Fall Ausstrahlung. Hängt von meiner Laune ab, sie kommen und sagen, dass dieser Rico gar nicht real ist, übertreib in die Rolle, vergiss nicht deinen Platz, Connection bis München. Ich krieg Fame, auch wenn die Karriere am Anfang ist, du rappst, doch hast nur mehr Videos als Klicks, fix. Das geht von meinem Perler. Glaub mir, dass ich ernst mach, Hoch bis Charlottenburg. und dann glaub mir ernsthaft, wenn du hochfliegst, holen wir dich runter wie die Schwerkraft. Hey, 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 hey. Das geht von meinem Perler. Was sagst du zum ersten Part? Ich find's krass. Krass. Aber das ist jetzt nicht so neu, gell? Das Ding ist schon ein bisschen älter, kann Ja, ein das sein? bisschen älter. Aber ich habe mir gedacht, so Immer noch krass. für 2000, keine Ahnung. Also für 2020 ist das noch wahrscheinlich jetzt nicht so. Ich finde es ballert aber Mainstream-Ding. teilweise noch besser. Ich finde es cooler als manche Aber ich Musik, die glaub, heute rauskommt. Für Leute, die besonders auf Rap achten, für die ist auf jeden Fall was Schönes. Perler. Hoch bis Charlottenburg. Ich finde die Hook halt auch geil. Grund-Kings wie Pimpsy und Bambi, ich pimp diese Schlampis, kiff Peace wie Gandhi. Ey, Player, genug Sprüche geklopft. Ist doch normal, es wird doch auch in der Küche gekocht. Player, hey, das verdrehen die Augen und schütteln den Kopf. Denn wir ficken die Szene von hinten und rütteln am Zopf, mein Freund. Doch, mein Freund, was für Schüsse am Block, mein Freund. Du kommst höchstens aus dem Wald mit dem Stock, mein Freund. Und läufst, als wär dein Name Forrest, du Dummkopf. Ich stell dir eine Frage, denkst du etwa diese weiße Scheiße da in deiner Nase macht dich zu einem Superhelden? Spring mal von 10. Etage, kannst du fliegen? Ich glaub es nicht, aber das wirst du erst merken, wenn du auf die Schnauze fliegst. Brauchst paar Klicks, Junge, geh und rauch mal Bricks und bleib geschmeidig, bevor deine Mama traurig ist, du Pisser. Der Dude ist mittlerweile auch mit Bones MC unterwegs. Mhm. Ist so in der Ecke zu Hause. Ja, coole Lines. Das geht von meinem Perler. Glaub mir, dass ich ernst mach, Hoch bis Charlottenburg. und dann glaub mir ernsthaft, wenn du hochfliegst, holen wir dich runter wie die Schwerkraft. Hey, 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 hey. Das geht von meinem Perler. Hoch bis Charlottenburg. Nenn uns harten
Attentäter, Deutschraps, Al-Qaida. Gib dein Para her und du siehst es nie wieder. Ich dreh die West Coast für meine Brüder in der Plattensiedlung. Kleiner, Humane, OCB, nimm Album Medium. UND, Rico und Fatal bringen die 70er zurück wie Al Pacino damals. Was für Stars machen mir einen auf Boden ständig. Mode-Legends, koksen ständig auf roten Teppich. Also sag mir, was bietest du? Wir kriegen nie genug, du kriegst nur Minimum. Ihr macht auf 9-mal klug, wie ein Lehrer ständig. Unser Rap bringt Qualität mit wie ein Perserteppich. BBIG, komm in Night Free. Ich bin 100% Klasse Undercover, ich bleib real. Ich finde bei Undercover halt echt so krass, also wenn man ihn nur so aus den Interviews oder aus den Videos, nicht aus den Interviews, aus den Videos kennt. Und dann wie der Typ hier war so, richtig gechillter Typ, richtig respektvoll und herzlich. Seine Stimme ist einfach nur krank. Ja. Seine Stimme, die kommt rein, Digga, wie so ein Zug und klatscht dich um, Digga. Ja. Undercover ist auf jeden Fall cool, Mann. Ja, Mann. Verdammt, hab ich zu viel Cannabis gedampft. Sie meinen, ich hätte nicht mehr alle Tassen im Schrank. Undercover. Das geht von mir Perlach. Glaub mir, dass ich ernst mach. Hoch bis Charlottenburg. Und dann glaub mir ernsthaft. Wenn du hochfliegst, hole wir dich runter wie die Schwerkraft. Hey, 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 hey. Das geht von mir Perlach, Perlach, Perlach. Hoch bis Charlottenburg. Ich höre die Hook, ich habe die Hook jetzt mittlerweile schon 50 Mal gehört, Digga, und ich höre da nicht raus, wer jetzt da, ob die Hook zusammen gemacht haben. Ja, Digga, ob das jetzt Undercover ist, ob das jetzt der andere ist, aber es ist cool. Du darfst auch nicht vergessen, was für ein Zeitalter das war. Was haben wir dort? 11.11.2014, also 2014, ja. Also vor knapp 5-6 Jahren. Pass auf, da haben Leute aus Berlin und Leute aus München sich zusammengetan und ein wirklich was Großes geschaffen. Also für uns ist es jetzt ein kleines, unterhaltsames Video, aber damals war das auf jeden Fall schon, ich meine, jeder Münchner, der Undercover kennt, der kennt auch dieses Video, nicht wahr? Ja. Eben, also es ist auf jeden Fall eine Sache. Genau. Man darf nicht unterschätzen, man darf das jetzt auch gar nicht auf das reduzieren, auf das Ergebnis, sondern mehr, man muss auch die Geschichte dahinter erzählen, weil es ist schon was Besonderes für Leute mit München, mit authentischen Rappern aus Berlin, weißt du, authentische Rapper aus Neuperlach zusammen auf einer Bühne zu sehen, ist für mich auf jeden Fall ein großes Ding, ein Riesending. Ich finde es auch cool. Ja. Die haben auf jeden Fall was bewegt, irgendwas nach vorne gebracht. Ja, es ist auf jeden Fall ein Riesenschritt. Ist nice. Danke aus München für das ganze Team, für das geile Ding. Wir machen jetzt hier mal weiter mit Schock aus dem Block. Ich habe den Song noch nie gehört. Der Homie hat mir das geschickt, letzte Woche oder so, in Facebook. Ist anscheinend auch in der Graffiti-Szene aktiv. Und hat gesagt, hör mal rein, mach ein Reaction-Video drauf. Sag mal deine Meinung. Und jetzt sind wir hier. Bin echt gespannt, Digga. Ich weiß nicht, wie seine Stimme klingt. Ich hab nichts von dem im Kopf, Digga. Ja, ich auch. Yeah, was geht ab, Alter? Schock aus dem Block, Alter. Howard Harz, Alter. Essen Nord, Alter. Was los, Alter? Essen Nord. Ich habe eigentlich gedacht, der kommt aus Berlin. Aber egal. Yeah, 2019, Alter. Cheer. Das ist Hip-Hop. Scheiß auf deine Popmucke. Meine Mucke ist dirty wie ne Blocknutte. Gladbecker Straße. 5er für Blasen. In alten Essen ist es kalt auf den Straßen. Das ist halt so richtig. Weißt du nicht? Digga, das ist so richtig diese 2003 Underground Berlin-Filme. Genau so ist es, Digga. Ich habe einen Song auf dem Handy gemacht mit GarageBand, der ist krasser. In grauen Fassaden, mal ich meine Namen in bunten Farben. In meiner Akte häufen sich die Taten. Ich musste sparen, um arm zu sein. Schieß auf das Bullenschwein, SOK. Übernimmt NRW, bastel die Beats mit ner MPC. Ja, Digga, könnte besser gemischt sein. Ja, Da. da hast du jetzt. Entschuldigung. Ja. Toll. Also Leute, wenn ihr nicht rappen könnt, dann schickt eure Tracks einfach zu Kangli. Er sorgt dafür, dass es gut gemischt wird. Ja, machen wir. Einfach her damit. Sorry, also es gibt einfach Menschen, die sollten nicht rappen.
Ja, ich glaube, er ist auch ein Sprüher, Digga. Ja, also Er hat seinen Spaß. er in hat der seinen Kultur. Spaß, er ist Hip-Hopper, er lebt die Kultur und so, aber nicht jeder muss wirklich rappen. Glaubst du nicht auch? Ja, ich habe ja letztens auch einen Part von dir gehört. Ja, eben. Da bin ich voll deiner Meinung. Danke. Ja, Digga, Die Wände. auch ich sollte gewisse Sachen lassen, ja. Es steht halt nicht jedem alles. Machen wir weiter. Ja. Das ist gleich vorbei. Du regst dich auf, danach geh ich auf die Stage und krieg Applaus. Tilly Dean Flow und ich ficke die Soku. Deine Crew geht in Clubs und tanzt Gogo. Momo. Ich kann mir das halt voll vorstellen, dass die einfach so zu Hause sitzen, Digga, haben so ein 100-Euro-Mikrofon in ihren Schrank geklebt, so. Weißt du, so. Na. Ich kann mir aber auch ziemlich gut vorstellen, dass er glaubt, dass er jetzt eine Rap-Karriere beginnen will. Ja, schauen wir mal, Das kann ich Digga. mir auch vorstellen, Hast dass du er den sich das Typen denkt. gesehen, den ich heute gepostet habe auf Insta? Nein. Bro, der Typ ist ja heftig gewesen. Die Fresse, ficke deine Meinung. Farbflecken Trend auf meiner Kleidung. Du musst begreifen, dass du mit ein paar Likes die Welt nicht ändern kannst, weil alles so bleibt. Wenn du nicht kämpfst, hast du auch keinen Grund rumzuschreien. Es wird sich sicher. Ja, okay, Digga, sorry, aber das ist echt nicht krass. Müsst ihr halt euch echt mal mit Mischen auseinandersetzen. Der da, Digga. Hier lass. Gib dir die Ansage. Hast du den Sabber gesehen? Der macht den halt auf den Links. Ja, warte. Kannst du ihn ja holen. Du kannst ihn ja holen auf deine Website. Leute, was geht? Hier ist mal wieder seit langem euer MC PT65. Ich habe gestern einen neuen Text geschrieben, mit dem ich gestern fertig geworden bin. Digga. Den kann ich leider noch nicht auswendig und muss ihn euch vorlesen. Und jetzt geht's auch schon los, meine Fans von MC PT65. Hier. MC PT65. Ach komm, okay, MC Fitty, Digga. Sorry, Bro. MC Fitty. Ja gut, Schock aus dem Blog. Weißt du was? Bleib dran. Wenn du Bock hast, kannst du mir mal was malen. Wenn du das selber gemalt hast, was du da auf dem Cover hast, sind wir auf jeden Fall am Start. Also, fürs Bild kriegst du ein. Der Song ist gut gemeint, aber... Und jetzt machen wir weiter. Aber nur Liebe für das, was du tust. Jetzt haben wir hier noch einen Homie. Der wurde von Acro Picasso supported. Gestern, vorgestern irgendwie. Immer mehr Stories. Bam. Acro Picasso hat supported. Und wir wollen uns jetzt einfach mal da auch... Haben gedacht, wir schauen uns das mal an. Preußisch Gangster und so. Haben wir gedacht, wir holen uns den kleinen Ausländer und schauen uns das mal an. In Zeiten. Das verstehe ich nicht. Was verstehst du? Das verstehe ich nicht, warum das Leute machen auf ihre Musikvideos. Was denn? Extra Das- Energy? Nein, was da vor sich geht. Ich verstehe das nicht, warum die das in den Videos machen. Was machen die? Kodein saufen? Es ist irgendwas, was ich auf jeden Fall noch nicht ausprobiert habe. Ja, schau mal, was da noch passiert. Mountain Dew und Hustensaft. Die Scheibenstadt verliert an meinem BMW. Alle schieben Krise, wenn man nix geht. Der Auspuff spuckt den Rauch, wenn der Motor dreht. Ja, Ja, ist auf jeden Fall schon mal. sehr interessant. Oder nicht? Ich finde es jetzt nicht scheiße, so ehrlich gesagt. Ich finde, es ist sehr originell. Ich denke mir halt die ganze Zeit, wenn Acro Picasso die supportet, dann wird er auf jeden Fall irgendwie auch was mit denen starten. Und so Acro Picasso und den Vibes, der passt irgendwie dazu. Ja. Also es verspricht auf jeden Fall künstlerisch zu sein, das Projekt. War alles Rauch, wenn ich den Raum betrete. Die Scheibenstadt verliert Geile Adlib. Ja. an meinem BMW. Alle schieben Krise, wenn man nix geht. Der Auspuff spuckt Ich glaube, das hat live schon Potenzial, Digga. Es treibt schon an. den Rauch, wenn der Motor dreht. Überall ist Rauch, wenn ich den Raum betrete.
Gib mir die Flasche und kipp mir den Becher und zipp. Drehen das Becher, das Gift. Habe die Digi und wiege den Shit. Ah, ja. Ich find's cool, Digga. Babadababadabab. Deutsche Rap, Bruder, ist ein Kind. Eins hängt am Neck, doch ich bin nicht verletzt. Wisst ihr, wie Krise ist? Ja. Deshalb bezahlt so für Hase, als war nie ein Grand. Ja. DOP sollte man kennen. Komme mit 3,6 und meiner Gang. Komme in Reeboks, komm mit der Gang. Komme da 501er für Euros. Auf neue Trägen, glaub, die sind im Trend. Hab nicht verpennt, aber bin spät aufgewacht. Geile Fresse. Die Grills. Diese Fresse. Und zurück, Was bleibt die? Wenn der da vorne, der hat deine Fresse, schau dir an. Sieht aus wie Pretty Mo mit Grills. Digga. Ja, aber die meint's ernst, Digga. Ja, auf jeden, Digga. Ich meins auch ernst, lass mal hören. Spät, aufgewacht, wieder zu lange am Hängen. Glaub, du verstehst, es wird das Weiße auf Display gelegt. Du willst auch eine, doch du bist zu spät. Geht es um Scheine, wird nicht überlegt. Fägen sie Scheine, die Fägen sie drehen. Ich kann die Hater am Horizont sehen. Ja, komm, mein Album ist alles zu spät. Kopf ist kaputt, Digga, seit Pubertät. Voll mir kaputt, Digga, Realität. Oh. Die Scheibenstadt studiert an meinem BMW. Also die Homies ballern sich auf jeden Fall gerne zu, aber ich find's cool, kann ich voll fühlen. Alle schieben Krise, wenn man nix geht. Der Auspuff spuckt den Rauch, wenn der Motor dreht. Überall ist Rauch, wenn ich den Raum betrete. Die Scheibenstadt studiert an meinem BMW. Alle schieben Krise, wenn man nix geht. Der Auspuff spuckt den Rauch, wenn der Motor dreht. Erinnert mich voll an 187, als 187 noch nicht Fame war. Kennst Okay. du 187, als 187 noch nicht Fame war? Nee, ja, nee. Ich kenne die damals noch, da hatten die so 10, 20, 30.000 Klicks auf YouTube. Da waren die noch nicht das heute 187. Da waren die auch so in ähnlichen Vibes unterwegs irgendwie. Überall ist Rauch, wenn ich den Raum betrete. Die Scheibenstadt studiert an meinem BMW. Alle schieben Krise, wenn man nix geht. Der Auspuff spuckt den Rauch, wenn der Motor dreht. Die hat einfach kein Bock, das Video fertig zu machen. Einfach geil, Digga. Ja, haben sie gedacht, er ist scheiß drauf. Alles Rauch, wenn ich den Raum Ja. betrete. Die Scheibenstadt studiert an meinem BMW. Ja, sie hat Alle schieben. auch sympathischer Move. Heftig. Wir haben einfach so gedacht, scheiß drauf, Digga, lass uns das Video nicht fertig machen, wir klatschen einfach ein Bild rein. Also Quali heftig, oder? Ja, ich find's cool, kann man echt pumpen. Was Ja, sagst ne, du jetzt ne, künstlerisch dazu? Vibe ist cool. Also ich finde, wenn man auf sowas steht, dann ist das auf jeden Fall schon erste Liga von der Richtung, was Wenn die man da drauf machen. steht, wollte ich Das grad ist im sagen. Endeffekt, das, was doch unser Schock aus dem Blog gerne machen würde. Glaubst du? Weißt du so, aber Glaubst du? ja klar, Digga. Also ich finde, er hat mit dem Song er hat eigentlich ziemlich, also von wann ist denn das überhaupt, würde mich interessieren? Sehr aktuell. 17.04. 17.04., ja. Was ist heute für einer Tag? Heute ist der 21. Erstmal 3 Tage alt. Also ich muss sagen, ich finde, es klingt sehr, sehr einzigartig, aber der Flow ist 0815, der Beat ist ziemlich 0815 und Findest der du? Text ist auch ziemlich 0815. Also ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, aber das ist, glaube ich, also ich glaube, der Typ hat einiges auf dem Kasten und versucht sich aber darzustellen wie jemand, der etwas macht, was jeder macht. Weißt du, so, ich glaube, der macht so einen auf Moneyboy. Moneyboy? Glaube ich. Also ich glaube, er stellt sich gerade. Ich finde, das ist so, Digga, kennst du überhaupt Moneyboy? Also ich kann, nein, aber ich kann mir durchaus, also ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich kenne ihn halt als Künstler und Figur. Also Einziges wie man coole ihn Lied kennt. von Moneyboy ist Monte Carlo. Ja, okay. Nein, ich rede nicht musikalisch, aber ich meine jetzt, ich kann mir durchaus vorstellen, dass er sich über sein eigenes Zeug auch hin und wieder lustig macht. Kann sein, dass das vielleicht gar Du meinst, nicht so dass sie ernst das, gemeint ist. ja, dass es nicht so ernst genommen ist. Aber ich Ja. weiß nicht, ich finde. Also ich meine, ich glaube, das ist vielleicht ein sehr vernünftiger, also könnte sein, dass das ein ziemlich vernünftiger Typ ist, der was im Kasten hat, aber so jemand würde jetzt nicht am Anfang auf die Weise Drogen darstellen. Aber ich glaube, wenn er das als Kunstfigur macht, dann, ich glaube, der macht das ziemlich bewusst, habe ich so das Gefühl. Also ich finde es extrem cool, ehrlich gesagt. Aber der Sound ist fett, ist halt alles Der extrem Vibe kommt- hochwertig. Kommt rüber, Digga. Also Kommt rüber. geil gemischt, geil gesungen, auch dieses leise. Also, Bro, du hast auch ein Like bekommen. Ja, Mann, ich find's cool. Ich kann mir voll vorstellen, dass die sich da irgendwas geballert haben und dann am Mikrofon stehen. Na. Ich find's cool, Digga. So, wen hast du da? Jetzt haben wir noch einen Kollegen. Ja, Digga. Ich habe mal mit dem zusammen gearbeitet in einem Restaurant, da war der Kellner, ich habe an der Bar gearbeitet und seitdem bin ich mit ihm in Kontakt. Okay.
beziehungsweise wir folgen uns auf Facebook und der bombt halt meine ganze Timeline immer voll mit seinen Videos. Mhm. Und ich merke halt, er kriegt wenig Support ab und jetzt habe ich mir gedacht, ich supporte das halt mal. Und der rappt auch. Nee, der singt. Singt. Hast du mal einen Sänger, Ja, oder was? genau, habe ich gedacht, ich hole jetzt mal einen Sänger rein und dann kannst du jetzt deine Meinung dazu sagen. Ah, okay, cool. Und, Jetzt bin ich gespannt. Der erste Sänger. Der Ist das erste Sänger, allgemein, wo wir jetzt mal so, den du reagierst, kann das sein? der erste Sänger, wo ich reagiere. Genau. Überhaupt? Allgemein, oder? Ja, Cool. ich habe ja erst ein Video gemacht. Okay, gut. Ja, gut. Okay, Ich bin sehr gespannt. schauen wir mal rein. Der Typ, der vorher kriegt auf jeden Fall auch einen. Und Private, seine Meinung über Hip-Hop ist halt auch. Aber mein Gott, das dürfen wir nicht so ernst nehmen. Spaß, er ist auf jeden Fall dabei. Also, wir schauen uns jetzt. Ein Applaus für Ricardo Schisano. Komm, schauen wir mal rein. La 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 la, adesso sono qui. Una canzone d'amore ormai Ich kenne den. Ja. Ja. Ich kenne den. Den kennt irgendwie jeder, Digga, aber niemand will sein Zeug liken. Wir haben ein ziemlich gutes Stück sogar aufgenommen. Feliz Navidad. Weihnachtssong. Was ist damit passiert? Ja, er hat es bei uns produziert. Wir haben die Audio produziert. Wir haben Instrumente aufgenommen. Er kann auch ziemlich krass trommeln. Also auf jeden Fall musikalisch. Ich war mit ihm talentierter. tatsächlich auch schon mal im Studio. Ja? Ja. Für was? Wir wollten damals einen Song machen. Er hat Gitarre gespielt, ich habe da was eingerappt und so. Er hat auch er spielt ja alles Mögliche. Mhm. Und ich habe eigentlich auch mal viel von ihm gehalten, Okay. bis ich seine ganzen Videos gesehen habe. Also er ist auf jeden Fall, also Ich soweit würde- ich mich erinnern kann, weil ich habe das noch ziemlich gut im Kopf, auf jeden Fall ein sehr talentierter Sänger, soweit ich das beurteilen kann. Bis dato. Wir hören mal weiter. precata, un amore che non vuole aspettare, lei non vuole, non gli serve, tutte le parole che scrivo qui, me le rigetta contro dicendo dove sei, mi sento poetico ma so che dovrei lasciare perdere, I wanna show my love is strong, make her feel it when I'm home. Ich finde halt, wenn man Englisch singt, dann sollte man halt auch irgendwie Englisch können. Okay. Okay. Don't feel it, no mistake it. She can feel me when I'm gone. When I'm gone. Action, più forte, più forte, più forte dell'amore. Und ich denke mir bei ihm halt auch immer, lad dir doch bitte mal ein Autotune-Plugin runter. Ja, also ich finde den Song auch ziemlich käsig. La melodia che porta con sé. Action, più forte, più forte, più forte dell'amore. Stavo per sbagliare tutto. La 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 la, sono ancora qui. Con un paio di amici, con dei benefici. Ho avuto tutto il suo amore che ho sprecato. Una canzone eliminata già. Tutto quello che ti ho mai detto sai, essendo dentro. Bei ihm halt, Digga, wenn ich ihn so persönlich sehe und dann diese Videos sehe, er hat auf mich persönlich einen ganz anderen Eindruck gehabt, als wenn ich diese Videos sehe. Und ich kann mir das halt irgendwie. Digga, es kommt halt so crazy rüber, wie er dann so allein in seiner Wohnung diese Moves macht. Ich glaube, der produziert auch alles selber. Ja, aber Kann das sein? wenn du so musikalisch aktiv bist und das schon so lange machst, dann hört sich das doch nicht so an, Digga. Che non lo capirai. Sento cretino, ma so che son cretino. Ja, du hast ja recht. Also, ja, also. I wanna show. Ja, das ist halt das Problem der Selbstwahrnehmung. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich kenne das. Ja, ja. Auch besoffen feiere ich manche Lieder von mir auch richtig ab. Es weil gibt sage, Leute, Digga, die was haben- soll das? Es gibt Leute, die haben das aber auch nüchtern. Ja, Das Problem mit der Selbstwahrnehmung. Also, ja, es ist sehr schwer, sich selbst wahrzunehmen und zu realisieren, wie viel besser es eigentlich noch geht, was man da macht. ja, Ricardo, wir ersparen uns jetzt mal den Rest. Also,
du bitte vorm Recorden eine Flasche Grappa und Ja, und such dir halt einen gescheiten DJ oder einen Produzenten, der komplett alles fertig macht, der hat eine super Stimme. bisschen Autotune, bisschen Interface cool machen. Ich glaube, das Beste, was er kann, ist immer noch singen, oder? Ja. Aber wenn er halt... Boah, da gibt's ganz andere Songs, Mann. Da habe ich mir schon gedacht, krass, Digga. Aber im Endeffekt, es gibt, weiß ich nicht, auch sängertechnisch, nicht jeder Sänger ist für jeden Song gemacht. Weißt du so? Es gibt Sänger, Digga, wenn die Cover-Songs machen, gerade, sagen wir mal so, gibt es Weiber oder Typen, die singen dann irgendwas von, keine Ahnung, Digga, Rihanna, und die singen das cool. Und dann singen die gleichen Sänger einen Song von Whitney Houston und es klingt scheiße. Weißt du, was ich meine? Nicht jeder Sänger ist für jeden Type von Song und für jede Stimmlage und Stimmart. Ja, ich verstehe, was du meinst. Lass es mich mal aus der Sicht eines Sängers sagen. Es gibt keinen Song, keinen Rhythmus, keine Tonlage auf dieser Welt, wo du als Sänger nicht irgendwo was findest, womit du was arbeiten kannst. Bedeutet, es wird nie einen Song geben, wo du sagst, okay, nee, ich kann nicht auf den Song singen. Also als Sänger hast du eben, also wenn du ein facettenreicher Sänger bist, ne? Das gibt's ja auch, das kennst du ja auch vom Hip-Hop, gibt es ja auch Leute, die kommen mit allen möglichen Beats klar. Ja. Gibt es Leute, die kommen nur mit einer gewissen Richtung von Beats klar. Ne? Kannst du, ja, gibt Rapper, die können auf jeden Beat rappen, gibt Rapper, die kommen, bei manchen Beats kommen die gar nicht in den Film. Und dann gibt es Leute, die hören sich, egal was sie machen, die machen nur das Gleiche. Du glaubst, die machen vermeintlich immer das Gleiche, die hören sich immer ähnlich an und egal auf welchen Track, die klingen einfach cool. Das ist einfach, wenn du dein Ding gefunden hast. Wenn du dein Ding gefunden hast. Wenn du auch nicht so verkopft an die Sache rangehst. Genau, wenn du dein Ding gefunden hast, wenn du gefunden hast, wie du authentisch du selbst sein kannst und dann kommst du mit jedem Beat und jedem Typen eigentlich klar. Welcher Button ist denn jetzt für Ricardo vorgesehen? Du, ja, also du kannst nichts anderes machen. Also es bleibt so, ich habe ihn sehr gern, guter Kollege, guter Sänger und so, aber wenn wir ihn einfach nur auf das reduzieren, was wir gerade gesehen haben, dann bleibt eigentlich nur ein Knopf. Gerade vorbei, aber auch okay. Ja, der Spaß. Ricardo, sorry, der ist für dich. Ja. Aber du bist herzlich eingeladen, Soundstar Studios und so weiter, kannst du aufnehmen. Was machen wir denn jetzt? Wollen wir da noch Feliz Navidad, auf jeden Fall. Das Ding war auch voller Erfolg. Hat er wunderschön gesungen, haben wir echt geil produziert. Ich würde ehrlich gesagt gerne nochmal Ramin und Acro Picasso angucken, um sie in der Folge unterzubringen, weil wir die vorhin verkackt haben. Kevin Krieger, Bro, sorry, haben wir vorhin gehört. Das wollen wir jetzt nicht nochmal machen. Aber wollen wir nochmal Ramin pumpen? 2 Songs gehen noch. Ja, gib ihn. Also zu Ramin, alter Homie, wir kennen uns, bla bla bla, muss ich jetzt nicht nochmal erzählen. Beziehungsweise eigentlich doch. 2013 haben wir zusammen ein Tape gemacht, waren dann zusammen live unterwegs und so weiter. Haben eine coole Zeit, war ein langer, guter Freund von mir, ist immer noch eigentlich ein guter Freund von mir. Wir haben jetzt nicht mehr so viel Kontakt, weil ich nach München gezogen bin, aber Support ist da und wir hören da jetzt einfach gerne rein. Gruß geht raus an Ramin. Talentierte Ecke da. Und nochmal dazu zu sagen, Ramin macht seine Beats selber, Ramin schreibt seine Texte selber, Ramin nimmt selber auf. Ramin macht seine Videos selber. Der ist auf jeden Fall Multitasking. Der Mac tötet Rapper zum Geigenton. Ich geh über Leichen hoch auf meinen Thron. Yeah, euer Scheinghetto streichelt so. Ihr seid nicht mein Niveau, was ich sag, mein nicht so. Ich werd begleitet von einer harten Drum und harten Snare und hab ne große Fresse ohne Farben, Gang und Mafia-Fam. Dicker, frag mich nicht nochmal, ob ich ganz erklär. Und erwarte nicht, dass ich den Grund dafür ganz erklär. Ghostwriter Money über Paypal. Parallel dazu drop ich den Shit, zu dem du Trains bombst. Ich bleib real, Digga, auch wenn der Fame kommt. Sag ich zum Agenten, geh heim, James Bond. Schwarze Dickie O-Dog, schwarze Chuck Taylor, die Haare wie ein Bone Dog. Ich bin oldschool mit modern Swagger. Seit 93, Produkt der Golden Era.
Stabiler Part. Golden Era, Digga. 93er. Ich keep es real, ich bin ein Produkt der 90er. Und nochmal zu sagen, habe ich vorhin auch schon mal gesagt, der Dude, der da hinten rumläuft, ist Kerim, aka Exclusive Beats. Hat bei meiner letzten EP zusammen mit Cess mitproduziert. Sehr, sehr talentiertes Camp. Also ich hoffe, da kommt auf jeden Fall noch mehr in den nächsten Jahren. Würde ich auf jeden Fall gönnen. Produkt der 90er. Ich keep es real, ich bin ein Produkt der 90er. Produkt der 90er. Verschuldet Bunker, ich, unser Hab und Gut und der Holzdeal. $100 Million Smile, Bitch, das ist ne Goldmine. Ich bin voll broke, doch mach was draus. Das ist der Shit für den Underground, bis hoch in den Plattenbau. Nein, der Motherfucking Mac braucht kein Adelstitel, denn der King der Stadt bin ich, ja, das sollten alle wissen. M zu dem A, Bitch, ja, ich bin eingebildet. Für manche Künstler ein Vorbild, wie eine Skizze. Und ich bin weg, so wie das Bier. Scheiße, nein, wir brauchen nicht über alte Tracks diskutieren. Ihr wollt Beef, okay? Wenn es Hater nicht kapieren, fließt bald Blut bei den Pussys. Nenn es menstruieren, bald bin ich in einem Radio. Ganz ohne Payola. Wo er schon sagt, Radio, also ich habe gehört, irgendwie so, ich habe gesehen auf Insta, dass er jetzt auch eine Radioshow plant. Checkt Ramin noch auf Insta. Und die Zeit läuft ab auf deiner Daytona. Es ist Game Over, ja, das ist mein Takeover. Gestern noch Straßenbahn, morgen in einem Range Rover. Ich keep es real, ich bin ein Produkt der 90er. Produkt der 90er. Live, Bro, bist du auf jeden Fall auch herzlich eingeladen. Darüber haben wir auch schon geredet. Wenn wir mal wieder eine Session haben, ist der auf jeden Fall auch Geiles Song, Digga. bereit, nach München zu kommen. Der hat eine krasse Stimme auch. Ja. Stimme ist präsent, Stimme ist da. Live ist ja auf jeden Fall auch, wie gesagt, sehr, sehr stabil. Wo kommt der her? Würzburg, habe ich nicht gesagt? Schon. Ist er Deutscher? Nationalitätenmäßig. Ramin hört sich jetzt schon. Nicht ganz so arisch schon. Nee. Digga, wer ist da alles da? Was ist da drin bei dem? Der ist auf jeden Fall Hat er irgendwas Marokkanisches? marokkanisch. Boah, Digga. Ich glaube eher, der ist eher irgendwas Italienisches. Ich will nichts Falsches sagen, Digga, aber auch irgendwie, keine Ahnung, ich glaube Südamerika ein bisschen viel so. Also der hat viele Nationalitäten. Auf da jeden drin. Fall, er hat eine ganz besondere Stimme, die du auf jeden Fall so leicht nicht zuordnen kannst. Ja, schon. Wir haben da viel drin. Digga, seine Mutter ist auch sehr musikalisch. Die hat uns auch damals immer begleitet und so. Hat uns Tipps gegeben. Die hat auch irgendwie krass gesungen damals. Mittlerweile singt sie nicht mehr in Public, glaube ich. Ich habe keine Ahnung, ich will jetzt auch nichts falsch sagen. Aber der kommt auch aus einer sehr, sehr musikalischen Familie auf jeden Fall. Und ja, aber Nationalität kann ich jetzt nicht genau zuordnen. Aber er nennt sich selber auch manchmal Ramin der Mischling. Oder so hieß er zumindest. So hieß er zumindest auch mal in Insta und so. Aber hier, checkt die Jungs auf jeden Fall ab, Alter. Da geht was. So, checkt die Leute hier ab. Agro Picasso Video schauen wir uns jetzt auch nochmal an. Neueste Agro Picasso Release. Ich überlasse dir die Leertaste. Ich habe mir das Video jetzt mittlerweile schon zum 5. Mal angeschaut. Wir haben vorhin... Ich habe es auch gar nicht so selten gesehen. Also es ist jetzt schwer, jetzt eine authentische, neutrale Nochmal eine Reaction aufzuziehen. Also ich bin eigentlich schon fast dagegen. Das anzugucken. Ich will es halt einfach mal, wir können es auch einfach mal durchlaufen lassen. Wir können einfach mal durchlaufen, aber wir können jetzt nicht wirklich uns originell nochmal... Aber noch vorher sagen, also Agro Picasso war hier schon im Artist Talk Interview. Coca Slim hat das Artist Talk Interview bereits abgedreht. Und der letzte Rapper, Noise, kommt nächste Woche zum Artist Talk. Also wir haben uns die komplette Gang von dem Song schon organisiert. Wir sind gar nicht so unbefangen, was das angeht. Um euch die mal... Unbefangen? Ja. Was heißt unbefangen? Unbefangen, Befangenheit. Zum Beispiel, wenn du jetzt einen Sohn hast und du bist Arzt und dann würdest du jetzt deinen Sohn nicht operieren, weil du befangen bist. Ach so, weil wir das jetzt angucken und eigentlich cool mit denen sind, meinst du? Wir sind das ist schwer jetzt objektiv zu sagen, ne? Ja, vor allem, weil wir das Video schon so oft gesehen haben. Ja. Wir haben halt vorhin schon mal einen Stream gestartet und haben nicht auf auf Record gedrückt, aber wir schauen uns das jetzt einfach nochmal an, um euch das auch zu zeigen, euch darauf aufmerksam zu machen. Und das Video ist auch geil, kann man sich auch geben. Ist echt so, das Video ist cool. Wir haben es jetzt mittlerweile schon 50 Mal gesagt. Hat viele Details. Ja.
Es ist alles wie gewohnt, durch meine Adern fließt das Koks. Der Teufel lässt mich nie mehr los, in jedem Keller riecht's nach Dog. Ich erzähl den gleichen Scheiß wie jeder und du langweilst dich. Das ist free to the fullest, mir reicht 1 Gramm nicht. Meine Mucke deprimiert dich, dann hör sie dir nicht an. Ich bin gestört von Anfang an und verkörper was ich kann. Meine Wörter ziehen im Bann, meine Wörter ziehen ne Bahn. Ich komme von der schiefen Bahn ins sogenannte Niemandsland. Ich bin wieder wach, wieder mal, wenn ich durch die Siedlung fahr. Ja, man, eine lustige Info nebenbei. Mois? Ja. Ja? Auf jeden Fall schöne Grüße und big respect. Ne? So, Mois hat ja mit Manuelsen zusammen, die haben ja auf dieses Video reagiert. Hast du es mitbekommen? Auf das? Auf das. Echt? Ich wusste nur, die haben auf ein anderes, aber das wusste ich jetzt nicht. Das ist jetzt ein anderes Reaktionsformat, also sollen sich die Leute das drüben angucken bei dem, wie er da halt reagiert. Aber ich will nicht zu viel verraten. Die sind ja gerade big im Business. Eine Sache war ziemlich interessant. Auf jeden Fall der Mois, der ist auf jeden Fall weg von dem Rap, als er diesen Kick gesehen hat, war er leicht enttäuscht. Auf jeden Fall untertrieben gesagt. Er ist dann direkt aufgestanden und hat dann vor der Kamera den Leuten vorgemacht, also er war nicht zufrieden mit dem Kick vom Agro. Ach so. Von denen hier. Er war überhaupt nicht zufrieden. Er hat wieder wach, wieder mal, wenn ich durch die Siedlung fahr. Echo in der Leitung, eventuell hört die Kripo ab. Schnaps hält uns im Winter warm, komm in die Gegend. Konsequenzen sind fatal durch dumme Ideen. Freunde kommen und gehen, doch echte Brüder bleiben da. Gute. Wo ist der Kick, Digga? Hier irgendwo, oder? Da. Hier ist der Kick. Von der schiefen Bahn ins sogenannte Niemandsland. Ich bin wieder wach, wieder mal. Genau, und der Typ ist halt gleich aufgestanden, so völlig, so schau. Ja, der macht ja auch immer bam, bam, bam. Ja, so, also jeder kann es bezeugen, ich bin unaufgewärmt. Aber er legt einen Mois, Digga, Sprung hin. Der ist krass in diesem Ding. Der war doch früher schon immer so Kick-Videos und so. Der ist auch immer gut trainiert und so. Ja, aber Agro Picasso ist ja auch nicht, ist ja mehr Boxer als Kickboxer, oder? Ist er nicht am Boxen jetzt? Der ist auf jeden Fall schon immer wieder mal oder regelmäßig jetzt wieder aktiv am Boxen, ja. Also der trainiert auf jeden Fall. Gruß geht raus an Marcel Steitle, muss ich immer wieder sagen, wenn Boxthema auf ist. Marcel Steitle, Homie von mir aus Würzburg, sollte eigentlich auch zum Arzt Talk kommen. Jetzt hat Corona uns gedamaged. Und Agro Picasso und Marcel Steitle würde ich gerne mal irgendwie verbinden. Wie kommst du drauf? Weiß ich nicht, Digga. Ich finde, man sollte das miteinander verwenden. Keine Ahnung wie. Ich glaube, die würden. Das sind so zwei Typen. Willst du diesen Marcel dann rappen lassen gegen Agro oder was? Ich würde eher einen Kampf aufziehen. Also Profi-Rapper gegen. Wir machen halt so ein paar Flyer, weißt du? Okay, organisieren eine Halle. Also kenne ich da noch einen Jam aus München. Ja, der Agro behauptet ja von sich semi-professioneller Rapper und ist es auch ein semi-professioneller Boxer, oder? Wer der? Marcel. Der Steitle? Mhm. Nee, das ist ein Profiboxer. Ja? Ja, der ist Schwergewicht. Heftig. Und den willst du dann auf dem Agro loslassen? Ja, oder vielleicht, dass die mal einen coolen Block zusammen machen. Die müssen sich ja nicht schlagen. Aber ich finde irgendwie, dass ich glaube, das könnten Freunde sein. Vielleicht denke ich da auch ein bisschen zu rosarot. Aber keine Ahnung. Marcel Steitle wird auf jeden Fall eingeladen. Und wenn Marcel Steitle in München ist, dann ist Agro Picasso auch. Der kann kommen, Digga, können wir uns hinsetzen, können ein bisschen labern. Vielleicht könnt ihr das ja irgendwie verbinden. Auch Marcel Steitle-mäßig, dass er in München ein bisschen boxtechnisch Fuß fasst. Kann man dann auch Wetten abschließen, oder? Natürlich. Achso, okay, gut. Sonst würden wir das ja alles nicht. Wir schauen mal, was sich ergibt, Jungs. Erstmal, schauen wir mal. Aber jetzt schauen wir nochmal weiter. Die Hook ballert. Gewohnt, Alkohol betäubt, es ist alles wie gewohnt. Nasen voller Zeug, es ist alles wie gewohnt. Hase in den Joints, es ist alles wie gewohnt. Alles wie gewohnt. Ich finde den Beat sehr geil, ich finde die EP geil. Ich habe reingehört, die ist seit 17.04. draußen. Hört es auf jeden Fall an, Odium. Es ist alles wie gewohnt, alles wie gewohnt. Es ist alles wie gewohnt, alles wie gewohnt. Es ist alles wie gewohnt, alles wie gewohnt. Es ist alles wie gewohnt. Da wäre der Homie da im Hintergrund ja fast schon ein besserer Gegner. Hast du den gesehen? Gib dir mal den.
alles wie gewohnt, es ist alles wie gewohnt, es ist alles wie gewohnt. Schau, sie dachten, ich wär tot, doch alles wie gewohnt. Nur ackern gehen und Krachbars hat sich alles nicht gelohnt. In den Taschen wieder Koks, während mich die Blicke treffen. Ich nicke lächelnd und lass sie mit meinem Sippi sprechen. Digga. Geilste Szene von Coca Slim, muss man immer wieder sagen. Noch nie einen Typen gesehen, der einen Rap-Take gedreht hat, während er sich die Glatze nass rasieren lässt. Schädel, Digga. Ja. Ihr kennt Mafia-Filme hier mit Al Capone hier am Hals und so, Ja. weißt du, wo die Leute dann so zittern, so eine Angst haben. Yeah. Aber die Glänze, Digga, Den Kopf. hat's die. Als ich das erste, hast du auch schon mal gemacht? Was? Dich rasieren lassen? Nee. Ich mache das öfters eigentlich. Jetzt gerade bin ich nicht so, aber früher habe ich es alle 2 Wochen, jede Woche mal so gemacht. Ist geil, aber als ich das erste Mal gemacht habe, hatte ich auch ein bisschen Schiss. Nee, ich bin so eher so ein ganz oder gar nicht. Ist aber geil. Denn sie sind Rechte, doch keiner gibt es zu. All die Neider sind am Lästern, deren Weiber finden's cool. Sie sagt, ein Anzug von Designern steht dir gut. Ich sag alles schön und gut, aber wir... Auch nochmal schöne Grüße an GNM und Ziggy Brown. Dieses Studio, was wir gerade gesehen haben. Ist das Studio was wir da sehen. vom Siggi, oder was? Das wurde, ich will jetzt niemanden auslassen, aber das ist auf jeden Fall eine interessante Adresse für München. Spielt auf jeden Fall eine wichtige Rolle in unserem ganzen Game und so. Aktuell sitzen dort Sonny the Dawn, Babalu und JJ sind dort. So, das sind so gerade die. Und Siggi. Und Siggi hat es mitgegründet, also das Studio dort. Ich war auf jeden Fall mit dabei im Aufbau, als der Siggi mit seinen Freunden und Kollegen dort eben am Werkeln waren. Ich kann mich noch erinnern, auch ich habe dann eine coole LED-Lampe dort geschenkt. Also auf jeden Fall eine interessante Adresse, ist wichtig für München and the Game. Und nochmal schöne Grüße an die Jungs. Ja, Siggi Brown auf jeden Fall auch. Die supporten uns alle natürlich auch und die Jungs auch. Siggi Brown ist der treueste Artist Talk-Fan. Ja. Ja, ist so, Digga. Auf jeden. Immer am Start feiere ich jeden. richtig den Kerl, Digga. Kriegt auf jeden Fall alles, was er braucht. Ja. Du bist ein gern gesehener Gast, Homie. Aber Aber Sunny war ja auch da. genau, Sunny war auch im Artist Talk Interview. Und Siggi will auch noch kommen. Aber Corona ist halt gerade so eine Sache, alle haben Angst, alle chillen zu Hause. Aber machen wir noch. Wir sind hier nicht per Du, wir sind verflucht vom Weed und Kokain. Regel auf der Street, mit Tahkish im Halbulis. Kennst du Coca Slim? München Nord Partisan. Sie denkt, sie kennt mich nur, weil sie mich mal auf Partys sah. Und jetzt frag sie mal, wer hat die Das ist Harras, oder? Ich denke die ganze Zeit, das ist Harras. Aber warum sollten die Harras machen? Ist das Harras? Ich denke mal, das ist der McDonald's bei Harras. besten Lines? Sie wollen testen. Oder? Sieht wir überhaupt nicht nach Harras aus. Nee, stimmt. Wenn ich jetzt darüber überlege, da ist dieses Ding da. Nee, Mann, das ist nicht der McDonald's bei Harras. Weil wegen mir haben auch Lesben Streit. Fick die AfD. Jetzt hasse mich wer will. Ich bin hier nicht der breiteste, doch Das ist Münchner Freiheit, Das Digga. ist Münchner Freiheit. Ja, Mann, das ist Münchner Freiheit. passt hier nicht ins Bild. Es ist alles wie gewohnt, Alkohol betäubt, es ist alles wie gewohnt, Nasen voller Zeug, es ist alles wie gewohnt, Hase in den Joints, es ist alles wie gewohnt, alles wie gewohnt, es ist alles wie gewohnt, alles wie gewohnt. Ich feier die Hook. Es ist alles wie gewohnt, alles wie gewohnt, es ist alles wie gewohnt, alles wie gewohnt, es ist alles wie gewohnt, es ist alles wie gewohnt. Der Homie, der jetzt kommt, wird nächste Woche auch im Artist Talk Interviews stattfinden. Ist einer der Newcomers mäßigen von den 3, würde ich sagen. Und Interessanter Gesprächspartner, glaube ich. Und? Er hat dieses tolle Video gemacht. Stimmt, genau. Nicht vergessen zu erwähnen. Er hat das Video produziert. Genau. Der Homie hat auf jeden Fall Talent. Stimmen in meinem Kopf sind abgefuckt, so wie gewohnt. Hab mich davon distanziert, der Platz im Herz bleibt unbewohnt. Den Siedepunkt zum Überkochen erreicht. Werd kriminalisiert, weil es zum Überleben reicht. Nur eine Frage der Zeit, bis sich die Spreu vom Weizen teilt. Wie ein guter Wein, der noch reift, wird Potenzial gesteigerter Mike. Keine Empathie für Fotzen, bringen Ärger und Leid. Wie gewohnt, Eiseskälte, bleib mir selber nur treu. Pfleg nen engen Freundeskreis und selektier den auch gut aus. Faules Spiel, rote Karte ab vom Platz, du bist raus.
weiter ignorant, Stimmung ständig angespannt. Nicht mehr stoned wie seit Jahren, ich sag dir, alles läuft nach Plan. Bleibe freundlich zu jedem, oft verwechselt mit Schwäche. Viel zu oft schon erlebt, deshalb auch längst mit berechnet. Gewohnt nach eigenen Regeln, entlang der Gesetze. Alte Schule, Omerta, verschon mich mit deinem Geschwätze. Nice. Wie gesagt, ich feiere den Song, wie gesagt, schon 100-mal gehört jetzt mittlerweile. Habe ich privat auch gepumpt. Kann man Ich feiere sich auch geben. die Location. Ja, die Bar ist cool, wir haben mir auch gerade gedacht. Viel diese Alkohol Bar- am Start. Diese Bar, die ist versteckt. Die hat die Vorhänge zu, bedeutet, wenn du da vorbeiläufst, weißt du nicht mal, dass es eine Bar ist. Ist bei Münchner Freiheit auch, oder was? Nee, ist woanders. War auf jeden Fall extrem geheimer Laden. Also für mich echt große Überraschung, das Ding auf Bild zu sehen, diesen Laden. Echt? Ja. Er gibt schon die ein oder andere da in der Ecke. Da Die merkt man krasseste schon, Bar in München, wo ich bis jetzt war, Alter, hieß Better Call Soul. Cold Soul. Kennst du die? also ich kenne die Serie Better Call Saul, aber Die heißt auch Cold Soul, Digga. Weißt du, was die da machen? Die machen dann so, die geben dir also einen Blumentopf mit Getränken oder die geben dir deinen Cocktail, wie als wärst du auf so einer Blutinfusion und dann trinkst du das quasi durch so einen Schlauch von so einem Ding. Die sind krass, ja. Props an euch. Ich war da, Digga. Wir wollten eigentlich nur kurz was trinken. Am Ende war ich mit Freundin da und noch 2 Leuten, also noch einer Freundin und einem Kollegen. Digga, am Schluss hatten wir eine 180-Euro-Rechnung, krass. weil wir hängen geblieben sind. Um zurück, eine Frage. Kennst Audio. du eigentlich diesen Side-Dress? Nee, aber ich finde, der macht krasse Beats, Digga. Okay. Ich kenne ihn nicht. Kennst du ihn? Nö, sag mir jetzt ehrlich gesagt nichts. Wir können ja mal reingucken. Odium auf jeden Fall auch krass. Also ich empfehle nur jeden, der das jetzt hier sieht, unbedingt da reinzugucken. Ist auf Spotify. Da sind ein paar Tracks drauf. Ja. Da ist auch ein Track drauf, den finde ich sogar als Sänger auch echt interessant. Der heißt Wüstenblume. Ist auf jeden Fall mal, da ist ein Track dabei, den hätte man so vielleicht nicht so gedacht von Agro Picasso, aber Das ist auf jeden Fall mein Favorite, der Song. der hier? Der hier? Ja, okay, meiner ist wahrscheinlich, ich würde schon sagen, ja, Wüstenblume wahrscheinlich, ja. Auf jeden Fall, er bedient auf jeden Fall viele Kategorien, auch wenn er nur rappt. Er macht es ziemlich genial. Muss man reinhören. Ja, talentierter Typ. Ich würde sagen, bei uns war's das jetzt. Oder? Wir sind immer noch am Aufnehmen. Super. Also auf jeden Fall vielen Dank. An Kambi. Danke, dass ich mitmachen durfte. Gerne. Wir sind auf jeden Fall. Ich bin auch froh, dass Private jetzt am Start war. Pidada, Soundstar Studios, kommt vorbei. Wir mixen euren Scheiß auch noch. Wir nehmen euch auf. Wir machen alles für euch. Wenn ihr natürlich auch den einen oder anderen Cent in der Tasche habt, Freunde. Spaß, aber ihr könnt uns auch alles schicken, reagiermäßig. Wir sind am Start. Gruß geht raus an Nico. Ich würde sagen, wir sind dann schon fertig. Und haut da rein.